Die Welt ist so komplex und schnell geworden. Eine Krise jagt die nächste. Doch gerade jetzt ist nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken. Außergewöhnliche Zeiten rufen nach außergewöhnlichen Leitfiguren. Menschen, die wissen, wer sie sind und die fähig sind zur bewussten Co-Kreation. Co-Kreation ist kein Trendwort. Es ist eine Umschreibung für ein neues Beziehungs- und Gestaltungslevel, was wir individuell und kollektiv erreichen müssen, um die anstehenden Herausforderungen zu lösen. Wenn sich 2 oder mehr Menschen in einem Anliegen verbinden, werden Wunder möglich. Ausgerichtet auf ein gemeinsames Ziel, lassen wir in Co-Creation unsere gegenwärtigen Begrenzungen los und öffnen uns für die beste Lösung zum Wohle aller. Um in unseren Familien, Teams und Unternehmen erfolgreich co-kreieren zu können, brauchen wir starke, bewusste Individuen. Starkes Ich, starkes Wir. Wir brauchen integrale Wegbegleiterinnen, die uns helfen zu verstehen, wo wir und unsere Systeme auf der Spirale menschlicher Entwicklung stehen. Die uns ermutigen, größer darüber zu denken, wer wir sind, was wir können und was wir der Welt zu geben haben. Ich weiß nur, dass wir uns schon vor 2 Jahren einmal getroffen haben, uns alle vorgestellt haben per Internet. Ich bin so aufgeregt, diese ganzen Menschen endlich mal live zu sehen. Die Gesichter, die Gefühle, die Emotionen. Mein Herz pocht und ich freue mich auf euch alle, die jetzt gleich kommen. Die geilste Party des Jahrhunderts feiern. Oh, wie heißt diese Party? LTC Zukunftsparty. Ich fühle mich super, total aufgeregt und es wird ein Mega-Event. Ich freue mich da einfach tierisch drauf. Ich bin 26, nein sogar 28 Stunden im Bus gesessen, nur dafür. Weit, weit oben aus Schweden. Und das wird ein geiles Event. Ich spüre das jetzt schon. Das wird richtig, richtig geil. Und ich freue mich, dass Remodier das möglich gemacht hat. Guck dir mal diese Location an. Die ist doch der absolute super Hammer. Na, wie sagte Veit so schön, Blockaden gibt es nicht wirklich, aber wir werden heute Wunder geschehen lassen. Und vielleicht verschwindet einfach das ein oder andere, was wir glauben, was uns blockiert. Wunder geschehen lassen. Landen in unserer Zukunft. Wo guckst du her? Wir gucken jetzt aus dem Ostallgäu. Also wir sind gestern mal ziemlich spät über die Autobahn jetzt gekommen. Okay. Die Life-Trust-Coaching-Ausbildung ist natürlich in allererster Linie eine wirklich sehr profunde, intensive Coaching-Ausbildung. Das heißt, du kriegst das gesamte ABC, was du brauchst, um erfolgreich als Coach zu starten. Doch für mich persönlich ist sie auch ein Weg, und zwar ein Weg der Menschwerdung und der Menschreifung. Das heißt, unser Anspruch ist es, dass die Menschen, die zu uns kommen, nicht nur daran interessiert sind, ein Diplom zu bekommen, sondern wirklich sagen, hey, den Weg, den ich andere Menschen begleiten möchte, den muss ich erstmal selbst gegangen sein. So. Und darin liegt für mich die Freude und die Ehre, weil ich einfach weiß, dass die Menschen, die zu uns kommen, mir die Chance geben, sie über ein Jahr dabei zu begleiten, den Garten ihres eigenen Lebens, die wichtigsten 12 Beete ihres eigenen Lebens zu bewässern, auch von Unkraut zu befreien, zu klären, die kleinen Pflänzchen zu stärken, um dann, wenn sie das in ihrem eigenen Garten geschafft haben, wirklich natürlich auch nochmal mit viel mehr Überzeugung anderen Menschen dabei helfen zu können. Schauen wir mal. Aber jetzt können Sie nochmal zu mir, alle, zu mir nochmal. Ja, war schon lieber, dass man das sieht. Leona? Ja, gerne. Voller Freude auf die LTC-Abschiedlustparty. Ein Jahr viel lernen und jetzt geht's zum Feiern. Super.
LTC ist eine Zusammenkunft von Menschen, die sich alle für dieselben Themen begeistern und öffnen. Und es ist richtig schön zu wissen, dass man mit manchen Menschen einfach so denselben Weg gehen wird, auch wenn er ganz verschieden sein wird. Aber die Absicht ist dieselbe, noch weiter zu wachsen, noch weiter zu lernen, noch mehr Gutes in die Welt zu bringen. Und das Schöne ist, wir können üben, aneinander, miteinander, dass wir das auch in die Welt tragen. Los, Leute! Oh, 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 oh. Ey, ihr seid toll, ihr macht es super, wir lieben euch! Aber gut! Schokolade gibt's später! Hey, ihr Süßen. Ich bin ein bisschen voll von Adrenalin, aber von ganz viel Liebe. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. 1400 Leute sind hier rein. Bitte sitzen. 10 nach 10 fangen wir pünktlich an. Das heißt, bitte sei jetzt einfach auf deinem Platz. Freu dich auf, was kommt, okay? Danke. Was macht die LTC besonders? Erstmal, ich glaube, dass diese Ausbildung von jemandem geleitet wird, in dem Fall mir, für den das niemals einfach nur Business ist, sondern das ist mein Lebensblut. Ich stehe dafür, ich atme dafür, ich liebe das, was ich vermittle, und für mich ist das tatsächlich tiefste Überzeugung. Dann ist es für mich der integrale Anspruch. Das heißt, wir möchten Menschen nicht dazu erziehen, andere Menschen oder Systeme aus so einem spezialisierten Tunnelblick herauszusehen, sondern wirklich in der Lage zu sein, ein System aus dem Innen heraus zu entdecken, aber eben aus dem Außen heraus, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu betrachten, aus wissenschaftlichen Perspektiven, sozialen, emotionalen, auch spirituellen Perspektiven heraus, weil ich glaube, dass wir ansonsten einem Menschen oder auch zum Beispiel einer Beziehung einfach nicht gerecht werden. Ich weiß, dass viele Menschen Berührungsangst haben mit dem Begriff Spiritualität. Ich möchte ihn mir einmal ganz bewusst anführen. Für uns bedeutet das nicht, dass du an Gott glauben musst oder an Feen, sondern dass du so mutig bist, die existenziellen Fragen des Lebens, also wer bin ich? Wofür bin ich hier? Wohin geht meine Reise? Wirklich immer wieder neu und sehr gründlich zu stellen. Für dich selbst, aber eben auch deinen Klienten und Klientinnen. Das heißt, wir sind angetreten, eine Coaching-Ausbildung herauszubringen, die die Menschen in die Tiefe einlädt, weil wir überzeugt davon sind, dass egal aus welchem Beweggrund ich mich dem Coaching nähere, also egal ob es zum Beispiel um meine Fitness geht, ob es um Geld geht, ob es um Berufung geht, in der Tiefe sind wir immer angetrieben von existenziellen Fragen, weil wir sind Sinnmenschen.
Ich kann es überhaupt nicht beweisen, aber ich glaube zutiefst daran, auch aufgrund von einigen wirklich persönlichen Schlüsselerfahrungen, dass die Liebe der Urgrund dieses Universums ist. Ich glaube, es war Novalis, der gesagt hat, die Liebe ist das Alpha und Omega. Ich glaube, dass das meiste, was wir Menschen als Liebe bezeichnen, nicht wirklich Liebe ist, sondern ein Ausdruck unserer Bedürfnisse, unseres Wollens, unserer Leidenschaft, was auch total okay ist und was auch sehr liebenswert ist. Aber die Liebe ist für mich wirklich dieser stille Urgrund, der uns komplett so annimmt, wie wir sind. Wow. Ich meine es, wenn ich sage, dass ich mich aus tiefstem Herzen vor deinem Weg verneige. Ne? Ich verneige mich vor den Momenten, in denen du die Schnauze voll hast und trotzdem weitergehst. Ich verneige mich vor den Momenten, wo du nicht mit dem Finger auf die anderen zeigst, sondern jetzt spätestens seit dieser Ausbildung weißt, dass die Wahrheit nicht so einfach ist, sondern dass die meisten Probleme bei uns anfangen. Ich verneige mich vor den Momenten, in denen du an der Seite deiner Buddies gestanden hast, wenn es denen dreckig ging. Ich verneige mich vor deiner Passion, ich verneige mich vor deiner Vision, ich verneige mich vor dem, was wir heute Nacht hier in diesen Raum reinbringen werden, nämlich in einer richtig glorreichen Zukunft. Am Anfang habe ich gedacht, ich möchte gern eine Coaching-Ausbildung für Menschen, die bereits in diesem Bereich unterwegs sind, die vielleicht schon Coaches sind, aber das Gefühl haben, ich möchte mich gern weiterbilden oder ich möchte vor allen Dingen gern mal wirklich auch richtig erfolgreich sein, oder zum Beispiel Menschen, die therapeutisch unterwegs sind als eine Zusatzausbildung. Und dann habe ich gemerkt, anhand der Menschen, die gekommen sind, dass wir tatsächlich mit dieser Ausbildung auch sehr viele Menschen anziehen, die sagen, ich will erstmal gar nicht andere Menschen coachen. Das kann sich natürlich dann auch nochmal ändern, sondern ich habe das große Bedürfnis, mich zu coachen. Ich habe das große Bedürfnis, überhaupt erstmal zu verstehen, wer ich bin, wie ich ticke, wie entstehen meine Gefühle, was passiert in meinem Gehirn, wie kann ich meinen Beruf so organisieren, dass ich wirklich immer mehr das tun kann, was ich liebe. Wie kriege ich diese vielen Bälle, die die meisten von uns in der Luft haben, so in der Balance, dass ich tatsächlich sagen kann, es ist ein glückliches Leben. Also ist die Coaching-Ausbildung tatsächlich etwas für Menschen, die sagen, ich möchte mein Leben coachen lernen, ich möchte meine Beziehung oder meine Familie gut coachen lernen, ich habe ein kleines Team, was ich coachen möchte. Zu uns schicken auch immer mehr Unternehmen Menschen in Führungspositionen, das freut mich natürlich auch. Zu uns kommen Lehrer und Lehrerinnen und, darauf bin ich echt stolz, zu uns kommen viele Menschen, die bereits echte, profunde Coaching-Ausbildung haben und sagen, bei euch bekomme ich nochmal mehr Tiefe und Weitblick. Jetzt müssen wir, jetzt wollen wir, jetzt dürfen wir diejenigen feiern, die tatsächlich aus der ersten Klasse bereits das Abschlusszertifikat geschafft haben. Die meisten Menschen, die zu uns in die Ausbildung kommen, die leben ja bereits so ein komplexes Leben. Ja, die haben ihren Alltag zu bewerkstelligen. Die meisten von ihnen haben bereits einen Beruf, die haben Kinder, ja, die haben so viel zu meistern und ich habe einen großen Respekt davor, was es bedeutet, zusätzlich zu unserem Leben, was ja häufig schon sehr intensiv ist, zu sagen, ich ziehe mir jetzt auch noch eine Ausbildung rein, die mich eben nicht nur intellektuell fordert, sondern die mich wirklich als ganzer Mensch steht. Und deswegen sage ich aus voller Inbrunst der Überzeugung, meine Leute, meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das sind für mich echte Helden und Heldinnen,
Und deswegen genieße ich es auch so, wenn wir zum Beispiel wie jetzt gerade auf der LTC-Party in Wiesbaden live zusammenkommen und wir zum Beispiel die Menschen feiern können, die ihre Prüfung bestanden haben. Cool. Einfach cool. Das finde ich auch wichtig, ja, dass wir, wenn wir uns richtig angestrengt haben, wenn wir uns den Arsch aufgerissen haben, dass wir dann, wenn wir so eine Mega-Etappe gemeistert haben, dass wir uns die Zeit nehmen, das miteinander zu feiern. Und ich möchte gern, dass die Menschen, die zu uns in die Ausbildung kommen, wirklich spüren, dass sie im Mittelpunkt stehen. Ja. Also wir bereiten das Feld, wir buttern alles rein, was wir haben, aber nicht ich bin wichtig oder die anderen Experten und Expertinnen, sondern wirklich der Mensch, der zu uns kommt, um sich ausbilden zu lassen. Cool, danke erstmal für hier. So, meine Einladung in der Pause, wenn ihr euch gegenseitig begegnet, nicht nur Smalltalk zu betreiben, sondern wirklich direkt auf den Punkt zu kommen. Was wünschst du dir? Was sind deine Superpower? Was habe ich davon, dass ich mich auf dich einlasse? Ich möchte hier an dieser Stelle einmal explizit im Namen von Andrea, mir und dem gesamten Team die Einladung aussprechen, wenn ihr wollt, Homodea auch als eine Form eures Zuhauses zu betrachten. So uns geht... Ich habe es so oft gesagt, aber wir wollen wirklich die Welt verändern. Und wir glauben, dass die Veränderung, die jetzt stattfinden muss, von sehr starken, reifen Individuen kommt, die gleichzeitig in der Lage sind, sich auf eine effektive Art und Weise miteinander zu vernetzen. Und wir sehen uns als eine Art von Netzwerk, was euch wiederum einlädt, euch mit euren Gaben untereinander zu finden, euch zu vernetzen, aber eben auch zum Beispiel eure Klienten und Klientinnen zu finden. Wir sind mit euch, mit dieser Ausbildung extrem gewachsen, sehr, sehr schnell gewachsen. Und wir haben uns in dem letzten halben Jahr nochmal sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wer sind wir eigentlich überhaupt? Und das würde ich euch ganz kurz vorstellen. Also einfach, weil die meisten von euch auf unserer Plattform unterwegs sind und sich vielleicht noch nie bewusst gefragt haben, was oder wie ist denn Homodea eigentlich? Also was für uns Homodea ist, wir sind ein Netzwerk für wirkliche Potenzialentfaltung. Und warum wirklich? Weil spätestens durch die Ausbildung dürfte dir klar geworden sein, dass Potenzialentfaltung ein mega Modewort ist, was man total easy mal in den Mund nehmen kann, aber dass wirkliche Potenzialentfaltung manchmal fucking anstrengend ist. Und dass es Tiefe braucht, dass es Commitment braucht, dass es aber auch eben zum Beispiel Wissenschaft braucht. So was wir tun, also was ist unser Beitrag? Auf einen Nenner gebracht, wir unterstützen Menschen und Teams und Familien und Unternehmen darin, in 12 essentiellen Bereichen ihres Lebens glücklich und erfolgreich zu sein. Und da kommst, wenn du willst, du ins Spiel. Weil ich bin überzeugt davon, dass in diesen kommenden Jahren viele, viele Menschen persönlich Wegbegleiter und Begleiterinnen brauchen werden. Ich liebe es zu lernen. Ich liebe es, Dinge, die vielleicht erstmal, wenn wir das in einem gelehrten Buch lesen, vielleicht ganz kompliziert klingen, auf eine Art und Weise runterzubrechen, dass die Leute sagen, geil. Jetzt verstehe ich es und vor allen Dingen verstehe ich, was es mit mir zu tun hat. Ja, also ein Beispiel, Ken Wilber ist ein Mensch, der meine Arbeit zutiefst geprägt hat, aber ich weiß von vielen Menschen, dass sie sagen, Veit, ich komme irgendwie mit seiner Sprache nicht klar, das ist mir zu theoretisch, zu philosophisch. Und ich sehe meine Aufgabe daran, das so zu übersetzen, ohne was zu verlieren, dass wirklich die Mama, die mit ihren 2 kranken Kindern zu Hause in der Küche steht, um die Suppe anzurühren, oder der Manager, der gerade Schwierigkeiten hat mit seinem Team, dass er wirklich sagt, cool, jetzt verstehe ich das, was das mit mir zu tun hat, jetzt verstehe ich das vor allen Dingen, wie ich es anwenden kann. Und meine stärkste Passion als Lehrer ist es wirklich, ich möchte Menschen für sich selbst begeistern. Ja? Ich glaube, leider ist es so, dass die alten Schulsysteme uns diese Begeisterung fürs Leben, für uns selbst, auch für das Lernen in einer gewissen Weise ausgetrieben haben. Und
mich macht das mega happy, wenn Menschen aus unserer Ausbildung rausgehen und sagen, Veit, so habe ich meine Beziehung noch nie gesehen, so habe ich mein Gehirn noch nie gesehen. Wow, ich habe gerade voll Bock, immer weiter dazu zu lernen. Ja? Deswegen ist es uns total wichtig, in der Ausbildung viele Methoden anzuwenden, Ansätze und Fragen, die Menschen helfen, aus diesem fixen Mindset, in dem wir leider ganz häufig nach unserer herkömmlichen Schulausbildung landen. Dieses Mindset von, ich weiß schon alles, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Die Menschen wirklich einzuladen, da auszubrechen, ins Wachstumsmindset zu kommen, zu verstehen, wir müssen nicht nur, sondern wir dürfen wirklich bis zu unserem letzten Atemzug dazulernen. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Neugier und diese Lebenslust als Coach oder als Coachin zum Beispiel viel wichtiger sind als die Anzahl von Diplomen, die wir an der Wand haben. Ja, also die Menschen kommen mit ihren Problemen zu uns und wenn wir schaffen, ihnen eine Begeisterung für ihre Probleme zu vermitteln, eine Begeisterung dafür, das Problem zu erforschen, einzusteigen, daran etwas zu verändern, dann finde ich das grandios. Die Leute haben sich vernetzt, sollten kleine Zettelchen schreiben, wenn du mal schaust. Aufschreiben, was wollten sie hier finden, was haben sie zu sagen, wen möchten sie gern erreichen, möchten sie gerne was mitteilen oder suchen sie etwas. Und da wurden sie aufgefordert von uns, frei zu sein und hinzuschreiben, das hinzupinnen, ganz bunt durch die Nationen. Wir haben es aufgeteilt in Deutschland Nord, Süd, Ost, West und auch in der Schweiz und in Österreich sind der Hubs zu finden und Leute zu finden, die sich vernetzen wollen und auch international. Ich finde es total schön, weil hier ein total guter Spirit herrscht und ich so wieder mit dem in Kontakt komme, warum ich eigentlich diese Ausbildung gemacht habe, das sehr, sehr inspirierend ist. Ja, ich bin auch total happy, hier zu sein. Da hat sich die lange Anreise auch gelohnt, die 10-stündige gestern. Ja. Die Energie ist einfach toll. Man merkt so richtig, wie die Frequenz hier hochschnellt, wenn 1400 Leute mit einer Mission unterwegs sind, dass wir wirklich Riesenhebel haben, hier die Welt zu verändern. Ich kriege richtig Gänsehaut bei dem Thema. Es ist alles in Bewegung. Es dehnt und zieht und ist ekstatisch in Bewegung und macht mich ein bisschen demütig und alles zusammen. Also ich bin sehr, sehr, sehr berührt von dem, was mir hier begegnet. Einfach die Menschen, die du so lange online gesehen hast, einfach mal berühren zu dürfen, richtig in die Augen zu schauen und das zu spüren. Ja, das, was du sonst über die Kamera gesehen hast, jetzt live, ist total klasse. Welche Weltprobleme möchtest du mit deinem Leben signifikant mitlösen? Was von diesen vielen Problemen, die wir derzeit haben, wird durch dich mitgelöst? Ich schwöre dir, dass es in dir ein Kraftreservoir gibt, was du erst öffnen wirst, wenn du die Antwort hast auf diese Frage. Und das ist nicht mal irgendwas zu erzählen, was gut klingt, sondern das ist, die Dinge wirklich anzufangen, persönlich zu nehmen. So, ich kann zum Beispiel sagen, ein Part von mir gehört sich nicht mehr selbst. So, deswegen möchte ich dich einladen, in der Pause, wenn du Bock hast, darüber nachzudenken, was wird durch dich schöner in dieser Welt. Ich drücke es mal ganz hart aus. Wenn wir diese Coaching-Ausbildung nur aufgestellt haben, damit noch mehr relativ reiche, abgesättigte
extrem sicher lebende Menschen so ein paar Schönheitskorrekturen an ihrem Leben durchführen, dann war es das nicht wert. Aber wenn das, was hier in diesem Vielleicht denkst du jetzt, Veit, aber ich will doch nur eine erfolgreiche Coaching-Praxis. Schau, wenn da ein Mensch zu dir kommt, der ein Unternehmen hat mit 50 Mitarbeitern und du kriegst es hin, ihm nur das eine Prinzip von Deep Work oder das Prinzip von Ehrlichkeit oder von Co-Kreation so rüberzubringen, dass der wirklich was verändert, dann hast du diese Welt verändert. Aber ich sage dir eins, wenn du in deine Coachings reingehst, ohne dieses Gefühl dafür, dass du wirklich wichtig bist, dann wirst du eine bestimmte Form von Präsenz und Eindringlichkeit nicht aufbringen. Ich will, dass du die Welt veränderst. Ich will, dass diese LTC ein Feld wird, was in Zusammenarbeit mit vielen, vielen anderen Feldern, die Gott sei Dank auch wirken, dazu beiträgt, dass wir gemeinsam in 20, 30 Jahren, vielleicht hier in diesem Raum, aber ich befürchte, der wird dann zu klein sein, wieder zusammenkommen und sagen, ey, wir haben das Ruder auf eine richtig, richtig geile Art und Weise rumgerissen. Weil wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen einander. Wir brauchen ein paar Leute, die es genauso ernst nehmen wie wir, aber dann kommen wir auf richtig geile Ideen. Oder da draußen auf die Vernetzungstafeln deine Mission mit dran zu schreiben. Vielleicht ist es Bildung. Vielleicht ist es Wirtschaft. Vielleicht ist es Ernährung. Vielleicht ist es die Beziehung zu Tieren. Was auch immer, das dran zu schreiben und zu sagen, hey Leute, ich suche wirklich Verbündete. Wenn man das noch nie gemacht hat und wenn man es auch, also wenn man das Prinzip dahinter nicht versteht, dann denkt man vielleicht, das ist einfach eine Party, das ist Karneval oder das ist ein Geige. Für mich ist es ein Ritual, es macht natürlich auch richtig toll Spaß. Aber zu verstehen, dass unser Gehirn braucht Referenzerfahrung. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob das, was es gerade erfährt, ob das wirklich passiert oder ob wir es nur einbilden. Das heißt, wenn wir uns erlauben, heute Nacht in der Zukunftsparty wirklich in diese bestmögliche Version von uns einzutauchen und die zu fühlen, dann hat unser Gehirn eine Referenzerfahrung. Und das kombiniert mit der Energie vom Tanzen, der Meditation, mit den vielen anderen Menschen, die das spiegeln, schenkt einfach unserem Unterbewusstsein einen negativen Impact, der hängen bleibt. Also den kannst du einfach nicht mehr vergessen.
Und wenn unser Unterbewusstsein einmal so eine tiefe Referenzerfahrung gemacht hat, einmal die Erfahrung gemacht hat, okay, ich war in dieser Zukunft, ich weiß, wie es sich anfühlt, dann kann unser Unterbewusstsein anfangen, Wege zu entwickeln, uns dahin zu führen. Das ist der Punkt. Und uns macht Spaß. Wir brauchen integrale Wegbegleiterinnen, die uns helfen zu verstehen, wo wir und unsere Systeme auf der Spirale menschlicher Entwicklung stehen. Die uns ermutigen, größer darüber zu denken, wer wir sind, was wir können und was wir der Welt zu geben haben. Für mich sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen unserer Life Trust Coaching Ausbildung Pioniere und Pionierinnen des menschlichen Bewusstseins. Sie haben den Ruf der Zukunft gehört. Sie sind bereit, selbst den Weg zu gehen und jeden Tag auf der Übungsmatte des Lebens zu erscheinen, um sich, ihren Liebsten und ihren Klienten und Klientinnen eine noch bessere Version ihrer selbst zu schenken. Sie stemmen ihren Alltag und leisten gleichzeitig Außerordentliches in unserer Ausbildung. Für mich sind diese Menschen echte Helden und Heldinnen. Es ist Zeit, dass wir zusammenkommen und dies feiern. Wenn du was von dir wissen willst, wenn du glücklicher werden willst, wenn du dich kennenlernen willst, egal ob du Coach werden willst oder nicht, das ist mit die profundeste und umfangreichste Ausbildung, die du haben kannst, um dich mit dir und der Welt in Liebe auseinanderzusetzen. Also ich habe erstmal mich selbst wesentlich besser kennengelernt. Ich habe wesentlich mehr über Psychologie gelernt als in der ganzen Zeit davor. Ich habe nämlich Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und trotzdem finde ich, ist diese Ausbildung nochmal wesentlich intensiver so als alles, was ich bisher gesehen habe. Weil jeder Mensch so unheimlich viel Potenzial in sich trägt, dass er nicht erkennt, weil es ein kollektiver Schaden in uns ist, dass jeder irgendwo glaubt, ich bin nicht gut genug und ich muss irgendwas an mir ändern, um voll akzeptiert und geliebt zu werden. Also ich kann sagen, ich bin eine Reisende. Ja? Ich war schon überall auf der Welt. Ich komme ursprünglich aus Kroatien, bin in Deutschland geboren, war wirklich überall auf der Welt, habe in Afrika 5 Jahre lang gelebt. Und jetzt geht die Reise nach innen für mich, ja. Und ich merke, das ist die richtige Reise. Ja, das ist die Reise, für die jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und die macht so viel Spaß, die ist auch anstrengend, aber die ist wunderbar. Dabei sind wir alle so wichtig und wertvoll und es ist verdammt nochmal an der Zeit, dass wir alle unser geiles Licht entzünden. Und deswegen, je mehr Menschen das machen, desto erleuchteter und schöner wird die Welt. Also der gefällt mir sehr sein pädagogisches Talent, das rüberzubringen, egal wovon der redet, ja. Egal in welches Gebiet er sich eingearbeitet hat. Ne? Auch wenn ich, was weiß ich, vieles auf Plattformen von den Profis gehört haben, die das selbst mal entwickelt haben, da fällt fast es in wenigen Worten so toll zusammen und das finde ich so großartig. Und dann gefällt mir so ganz besonders bei ihm, dass er sich wirklich zeigt. Der Mensch Veit zeigt sich in seiner ganzen Empfindsamkeit, zeigt sich mit seinen Schwächen. Er ist ja nicht so ein Guru da, der Roman, ja, sondern eben so dieses dabei bescheiden geblieben. Er könnte ja jetzt auch erst so mehr geworden, könnte groß
angeben oder sonst was. Und er ist so Mensch geblieben. Ja, und gerade diese Zartheit, das gefällt mir auch so sehr. Geiler Scheiß, ernsthaft. Ich weiß nicht, wie du das machst, diese 1500 Leute zu begeistern also an den Monitoren. Ich finde es großartig. Ich finde es fast unfassbar. Und Veit, ich habe dich kennengelernt in 2017, ich war im One. Das ist meine Zeitrechnung. Und ich freue mich so sehr darüber, wie weich du geworden bist. Du bist so spürbar und danke. Ich glaube, jeder Mensch kann davon profitieren. Also ich glaube, es ist jeder in der Schweiz, wenn wir sagen, jeder Frauenkrawatte. Kannst du sagen, warum? Ja, weil es das Leben verändert. Einfach weil es so in die Tiefe geht, dass man gar nicht drum herum kommt, seinen Scheiß anzuschauen.